Hallo ihr Lieben, heute zeige ich, wie eine Bluse in der Länge gekürzt werden kann. Wenn du die Bluse gerne leger über die Hose trägst, solltest du darauf achten, dass die Länge eine vorteilhafte Figurbetonung schafft. Meiner Meinung nach soll meine Bluse ein Stück gekürzt werden. Falte den überflüssigen Stoff nach oben und markiere mit einer Stecknadel die genaue Länge, um die es gekürzt werden soll. Lege ein durchsichtiges Lineal mit einem Ende an neuen Saum. Klebe einen Klebebandstreifen auf das Lineal und zwar bündig dem Ende des umgeknickten Stoffs. Benutze die Markierung zum Umlegen des Saums entlang der ganzen Bluse. Befestige ihn mit Klemmchen und Stecknadel. Vor dem Abschneiden solltest du die Bluse anprobieren. Überzeuge dich, dass die neue Länge deinem Wunsch entspricht. Der Originalsaum ist doppelt umgelegt, etwa 7 mm breit. Ich brauche also 2 x 7 mm, macht etwa 1,5 cm für den Saum. Nun musst du in 1,5 cm Abstand zum ersten Streifen ein neues Klebeband anbringen. Lege den gekennzeichneten Rand bündig mit der unteren Kante, zeichne mit Schneidekreide dann die neue Länge am Ende des Lineals mehrfach ab. Folge dabei der ursprünglichen Kontur. Verbinde die Striche. Schneide entlang der gezeichneten Linie. Jetzt musst du die 7 mm Saum nach innen umlegen und flach bügeln. Achte darauf, dass du eine Hitzeeinstellung hast, die für das Material sicher ist. Danach noch einmal 7 mm umlegen und ausbügeln. Um einen perfekten Rand zu erhalten, heftest du den Saum auch mit Heftfaden. Wähle gerade Stich mit 5 mm Länge. Steppe auf der rechten Seite den Saum fest. Der Abstand von der Nadel zum Rand soll 6 bis 5 mm sein, was ungefähr knapp der halben Breite des Nähfußes entspricht. Verwende es für die Orientierung beim Absteppen. Vor dem Anziehen bügele ich die Bluse.
Fertig! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.